Eigentlich wollte ich mich nur ein bisschen hinlegen in die Sonne, eine kleine Fahrradtour machen, aber hey, da ist ein Pumptrack. Also perfekt für ein neues Video. Auf geht's! Und da haben wir auch schon einen. Ich glaube, der ist ziemlich perfekt dafür. Vor allem, weil heute nichts los ist. Aber es sind noch 50 Grad. Wahrscheinlich ist deshalb nichts los. Ah, it's a dream. Also heute geht es anscheinend um Pumptracks und vor allen Dingen, wie man sie richtig fährt. Denn es gibt da verschiedene Methoden. Das Gute ist, wir kommen ja alle aus dem BMX-Bereich auf unserem Kanal. Und da kann man das schon so ein bisschen. Denn man fährt ja Rampe und Pumptrack-Fahren ist eigentlich genau dasselbe. Es geht nämlich im Großen und Ganzen ums Pushen. Das heißt, wir wollen nicht durchtreten die ganze Zeit. Das ist ja total anstrengend. Wir wollen pushen, ohne einmal reinzutreten. Und wie ihr das schön macht, auch mit dem MTB, das zeigen wir euch heute. Geil, oder? Hier haben wir eine kleine Welle. Normalerweise könnte man da drüber springen, man kann sie aber auch pushen. Das heißt, vor der Welle drückt man kurz rein, float dann drüber und nach der Welle drückt man direkt wieder runter und vor der nächsten Welle drückt man wieder rein. Das ist Pushen. Und so kann man den ganzen Pumptrack dann letztendlich fahren, ohne einmal reinzutreten. Und am besten, wenn ihr in so einem Pumptrack seid, fahrt ihr einmal rein und dann fahrt ihr, keine Ahnung, 10-mal von mir aus, ja, bei so einem Wetter wahrscheinlich nicht, aber wenn es ein bisschen kühler ist, fahrt ihr 10-mal im Kreis, um das so ein bisschen auszutesten. Da wisst ihr schon, welche Hügel ihr springen könnt, welche ihr vielleicht durchfahrt, welche ihr pusht, wo die Kurven sind und so weiter. Im zweiten Schritt muss man natürlich gucken, was man sich zutraut. Ne? Kann man so kleine Hügel wie die hier vorne zum Beispiel, kann man da drüber springen? Will man die vielleicht sogar im Manual durchfahren? Das erkläre ich gleich nochmal. Meistens ist es so, dass so Manual fahren oder so drüber flowen den meisten Speed für andere Sprünge gibt. Was ich jetzt mal mache, ich fahre jetzt das Ding mal durch. Einmal mit Pedalieren und dann nochmal nur mit Pushen. Und danach bin ich eh im Arsch. Ja, also man sieht schon, ich trete jetzt hier rein. So. Aber das Treten macht es halt immer langsamer. Ne? Es ist immer ein Bruch drin, wenn man mal wieder tritt. Und jetzt versuche ich dieselbe Strecke, ist ja eigentlich nur ein Kreis, mal mit Pushen zu fahren. Dann sieht man gleich, dass das ein bisschen flowiger aussieht. Oh, ich kipp gleich um. Also, wenn das Video nicht online ist, in den nächsten 10 Stunden, dann kommt mal bitte her, guckt mal, ob ich hier irgendwo liege. Und man sieht schon, man kann die durchmanualen, diese kleinen Speedwobbles, oder halt drüber springen, je nachdem, was man sich zutraut. Was ich machen kann, wenn ich jetzt hier ankomme und hier relativ schnell durchflowen will. Erste Technik, ich fahre durch und pushe. Das heißt, ich pushe hier vor dem Hügel, flow hier drüber, push hier wieder in die Rundung rein, push vor dem Hügel wieder, flow drüber und mache das nochmal. Das sieht ziemlich albern aus und es ist extrem anstrengend. Und das Fahrrad ist extrem am Hin- und Herwackeln, wenn man das so da drüber macht. Deshalb bei so einer Rhythm-Section, Rhythm, ist es wahrscheinlich eher schlauer, da Manual drüber zu flowen oder zu springen. Ganz lustig hierfür ist auf jeden Fall dieser Manual. Das sieht so aus, dass ich hier den Hügel hochfahre und hier an der Kante mein Vorderrad anziehe und dann komplett auf dem Hinterrad hier durchfahre bis zu dem nächsten Hügel. Im Idealfall ist mein Vorderrad immer in derselben Höhe. Das heißt, durch meine Knie und durchs Hinterrad pushe ich dann sozusagen durch. Das heißt, ich verliere eigentlich keine großartige Geschwindigkeit, weil das Vorderrad immer in derselben Höhe ist und immer denselben Weg geht. Ja, und die dritte Möglichkeit, die ist hier ein bisschen interessant, weil da hinten gleich so eine Steilkurve kommt, ist zu springen. Das heißt, ich könnte hier diesen Hügel abspringen und in dem landen, in dem nächsten abspringen und dann in der Steilkurve landen. Das sieht dann so aus, ich pushe hier wieder rein, springe ab, lande in dem Hügel, push hier in der Landung direkt ein bisschen und pushe beim Absprung wieder. Und wenn ich das gemacht habe, dann komme ich auch da hinten rein. Von außen sieht das immer weiter aus. Wenn ihr das Ding fahrt, dann könnt ihr das auch springen. Deshalb guckt euch niemals sowas von außen an und denkt so, es klappt nicht. Steigt aufs Fahrrad, fahrt den Mist. Auch bei Dirt Jumps, kleiner Tipp. Ne, von außen sehen die meistens mega weit und groß aus, aber wenn man erstmal fährt und die Geschwindigkeit hat, da float man drüber. Hier muss ich richtig gut landen. Ich will mit dem Hinterrad nicht hier oben landen, sondern das Hinterrad am besten hier haben. Und ich will vor allen Dingen mit dem Vorderrad nicht hier landen. Das nimmt Schwung. Das heißt, am besten landet man so, dass man wirklich das Hinterrad hier oben an der Kante hat, ein bisschen weiter unten. Dann ist man eigentlich ganz gut mit dem Schwung für den nächsten Hügel. Denn der ist ein bisschen funky. Der ist nämlich relativ flach. Und da ist die Corner. Wenn man hier abspringt, entweder landet man ganz oben, da muss man einen richtig großen Satz machen. Oder man pusht halt hier unten rein. Ne, nicht pushen, springen. Man springt hier unten rein. Da muss man halt gucken, ob man die Kurve noch vernünftig kriegt. Entweder springe ich von hier oben in die Kurve rein oder von hier oben in den Anlieger, mehr oder weniger. Oder ich roll hier vorne drüber, dann bleibe ich aber unten. So, am besten ist es, mit Speed hier oben zu fahren, die Kurve entlang
Und hier hinten hat man jetzt zwei Möglichkeiten. So sind die meisten Pumptracks aufgebaut. Entweder kann ich hier oben rausspringen, lande im Flat oder lande im nächsten Hügel, wenn ich genügend Speed habe. Und das hat man auf jeden Fall, wenn man hier richtig durchknallt. Kann man hier oben rausspringen und da hinten in dem landen. Oder man fährt halt hier unten lang. Man sieht ja, hier vorne ist ein Wobbel und hier ist noch ein Wobbel. Wenn ich von dem abspringe, das ist nicht so geil, dann kann ich nicht hier direkt an der Kante landen. Wenn ich von dem hier abspringe, dann lande ich logischerweise da hinten. Und was ist da hinten? Schon die Kurve. Das heißt, ich würde so in die Kurve reinspringen und ein bisschen Schwung verlieren. Wenn ihr von dem Hügel hier abspringen würdet, dann könnt ihr hier komplett rüber gappen und dann landet ihr wirklich genau hier. Im Extremfall, im besten Fall landet ihr genau hier. Was ich jetzt nochmal mache, ich fahre das Ding ab. Und warum man da so fit wird, das merkt ihr selber. Erstens, wenn ihr fahrt, und zweitens habe ich hier eine GeForce-App. Mit der messe ich jetzt gleich mal die G-Kräfte, die in so einer Kurve auf einen einwirken. Aber mein Trick oder mein Tipp, fallt einfach nicht hin. Und ich fahre das Ding jetzt ein letztes Mal ab, weil mir echt warm ist. Ein bisschen verpusht. Jetzt bin ich mal gespannt auf die nächste Kurve. Hier maximal 4G in der Kurve. Wie gesagt, die Kräfte wirken nur kurz auf einen, aber man merkt sie auf jeden Fall. So, das war's auch schon. Ich bin auch ein bisschen kaputt, aber es ist auch, wie gesagt, was hatte ich vorhin gesagt, 200 Grad oder so. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen, das Video. Gerade so für den Einstieg in so einen Pumptrack. Ich würde vorschlagen, ihr übt das jetzt mal so ein bisschen, alles, was ihr heute gelernt habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ihr zeigt mir das Gelernte und dann machen wir das nächste Aufbauvideo. Auf Grundlage dessen, was ihr dann in dem Video gelernt habt und was ihr noch wissen wollt. Ist das nicht toll? Tschüss.